Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder Talk, heute von der Zeche Essen-Zollverein. Letzte Woche waren der Max und die Kim schon hier und durften die neue Sportster S-Probe fahren. Und heute sind wir aus dem Fahrzeugverkauf dran, Björn von Harley-Davidson Düsseldorf. Hallo zusammen. Und ich bin Julian von Thunderbike. Ja, wir sind jetzt gerade frisch von der Probefahrt wieder hier. Und wie hat es dir denn gefallen? Also am Anfang war ich eben neugierig, was kommt, wie ist es. Und ich muss sagen, beim ersten Draufsetzen schon gemerkt, schön leicht, also kann man gut bewegen. Und dann auf der Straße mit dem 160er Vorderreifen habe ich auch erst gedacht, kommt man da gut in die Kurve, aber da hat Harley und Dunlop echt was Gutes auf die Beine gestellt. Ersten Kurvelage war super, Fahrzeug lag top in der Kurve und auf der Straße. Vom Fahrwerk her auch echt wirklich richtig cool, richtig gut gemacht. Fahrwerk hast du ja bei dir hinten. Kannst du vielleicht was zu sagen? Ja. Also ich bin auch sehr begeistert von dem Motorrad. Fahrwerk ist bei diesem Modell, jetzt bei der Sportster S, einstellbar, vorne wie hinten. Einmal in der Federvorspannung und auch in der Druck- und Zugstufe. Ja, das ist wirklich sehr individuell dann für jeden einstellbar, lässt sich perfekt abstimmen und liegt schon sehr straff auch auf der Fahrbahn. Also so schnelle Kurven fahren ist damit schon richtig geil, das macht Laune. Und auch mit dem Vorderradreifen, wie gerade schon erwähnt von dir, hatte ich auch am Anfang, war ich so ein bisschen skeptisch, aber das ist ja diese Zusammenarbeit mit Dunlop, dass der halt wirklich auch relativ spitz zuläuft, sodass man halt trotzdem noch super schön Kurven fahren kann. Also definitiv. Ich war wirklich überrascht, wie leicht die in die Kurven geht. Hinten haben wir einen 180er, also auch wirklich schön zum Fahren. Und macht halt auch einfach eine schöne Optik. Ne, mit dem schmalen Heck, das läuft ja hinten so ein bisschen zu. Generell wird es ja von vorne ein bisschen breiter und dann hinten läuft das schön spitz zu. Ne, genau. Ja, was auch gut war, dass du es während der Fahrt zum Beispiel auch mal testen konntest. Ne? Also du konntest zum Beispiel hinten ans einstellbare Fahrwerk rangehen. Ne? Und wenn du mal gemerkt hast, beim Schlagloch, es wurde zu hart, konnte man es eben cool einstellen. Das war echt richtig, richtig gut. Habe auch ab und zu mal in den Spiegel nach hinten geguckt und ich muss sagen, mit dem neuen Scheinwerfer sieht echt richtig cool aus von vorne. Schön wuchtig, auch mit dem 160er Vorderreifen. Also das macht wirklich schon was her. Ne? Hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, finde ich auch mit dem LED-Scheinwerfer. Und wie du schon sagtest, Spiegel finde ich auch sehr schön, ne, diese Lenkerinnenspiegel. Tacho auch hier wirklich zu erwähnen. Definitiv. Voll digitales TFT 4 Zoll Display. Das blendet nicht, also auch wir hatten ab und zu auch mal, schien so ein bisschen die Sonne von hinten drauf, war die ganze Zeit super ablesbar. Und man hat halt so ein paar Funktionen, wie auch bei der Panamericana, die man schon kennt, die man sich halt anzeigen lassen kann. Komplette Diagnose vom Motorrad. Hier ist auch zu erwähnen, dass sie ein Reifenkontrollsystem hat, also Luftdruckkontrollsystem, kann man sich auch mit anzeigen lassen. Natürlich die ganzen Funktionen wie Tageskilometerzähler, aber auch Temperaturanzeige hat man, Ganganzeige und halt alles wirklich komplett gut ablesbar. Ja. Ne? Wie du gerade eben auch schon gesagt hast, also wir sind ja einmal so etwas im dunkleren Bereich gefahren, da war es echt sehr, sehr klar, man konnte alles gut erkennen. Dann kam die Sonne zum Beispiel mal raus von hinten und dann hat es wirklich gar nicht gespiegelt. Also du hast echt wirklich ganz klar das Display gesehen, man konnte alles sehen. Haben sie echt auch was Schickes auf die Beine gestellt, muss man sagen. Und man kann das, wenn man das Headset hat, ne, dann auch noch miteinander koppeln, Motorrad und Headset, und kann dann halt Navigation auch bedienen. Hatten ja auch so ein paar Jungs, die gefahren sind, haben es ausprobiert. Hatten das sogar dabei heute. Genau. Und die waren davon auch echt begeistert. Total begeistert. Auch echt klar, haben sie es gehört. Also echt richtig cooles Bike, hat echt Spaß gemacht. Ja. Was mich auch sehr begeistert hat, einmal Bremse. Ja. Ne, da war ja auch wirklich oft so das Thema Einscheibenbremse, ob das denn genug reicht. Aber wir sind einige schnelle Abschnitte auch gefahren, wo man dann halt auch wirklich hart runtergebremst hat oder mal an der Ampel mal ein bisschen härter. Das funktioniert echt gut. Ne? Also wir reden ja auch von der Brembo Monoblockzange, 4 Kolben. Also das Motorrad kommt damit schon wirklich sehr, sehr gut zum Stehen, finde ich. Auch einmal sind wir
wo wir in die schnelle Straße reingefahren sind. Bin ich auch einmal in die Kurve ein bisschen zu schnell reingefahren, muss ich sagen. Habe dann auch gebremst. Kurven-ABS wirklich direkt gepackt. Direkt komplett auf der Straße geblieben. Also war auch echt mega. Auch gerade eben, wo wir einmal kurz abbremsen mussten, wo der LKW dann kurz mal angehalten hat, direkt ins ABS rein. Also die Bremse, muss man schon sagen, haben sie richtig, richtig gut gemacht. Hat direkt gegriffen und bist komplett auf der Straße geblieben. Ja, die Sportster S hat wirklich viele Technik-Features. Du hast halt, wie du schon erwähnt hast, Kurven-ABS, du hast Traktionskontrolle, Kurventraktionskontrolle auch. Von Werk aus sind direkt 3 Fahrmodi vorprogrammiert. Wir haben einmal Regenmodus, Sport und Autobahn ja. sozusagen. Das sind die 3 Modi und 2 kann man komplett frei individuell zusammenstellen, wie man möchte. In jedem Modus arbeitet das Motorrad anders. Also du hast eine andere Drehmomententwicklung, du hast eine andere Funktionsweise vom ABS, von der Traktionskontrolle, Motorbremse. Merkt man auch ganz gut, wir sind ja mit dem Regenmodus losgefahren, also da hat das Motorrad direkt viel, viel weniger Leistung und die Assistenzsysteme arbeiten dann halt einfach auf, vorsichtiger, ne? Das hat man direkt gemerkt. Genau, und auf der Autobahn dann Sport oder der Autobahnmodus ist da dann schon, genau, da ging es voran. Hat die dann halt auch ihre volle Leistung. Ja. Ja. Aber der Motor ist ja auch vom Konzept her eigentlich wie eine Panamerica. Genau. Ich war trotzdem sehr überrascht davon, dass der von der Charakteristik ganz, ganz anders ist. Ja, also definitiv. Sie hat ja auch ein bisschen weniger Leistung, hat jetzt 121 PS, wiegt natürlich auch nur 227 Kilo. Ne, wie du schon sagtest, hat man direkt gemerkt. Man merkt aber die geringere Leistung, sage ich jetzt mal gar nicht. Ne? Also der Motor hat ja auch die Modellbezeichnung T noch mit im Namen für Torque, also Drehmoment, was man hier auch wirklich merkt. Also das Motorrad hat direkt beim Losfahren das volle Drehmoment. Ja. Das behält das Motorrad auch schön bei beim kompletten Beschleunigen. Egal, auch in der Stadt im 4. Gang oder so, wenn man da ein bisschen raus beschleunigt, funktioniert perfekt. Hat andere Zylinderköpfe, etwas andere Ventile, andere Drehmomententwicklung. Das merkt man schon, anderes Mapping. Genau, ne? Also ist wirklich ganz anders als in der Panamerica. Ja, und was ich eben, wie du gerade eben schon gesagt hast, wirklich extrem fand, ist die Fahrmodis, die du einfach von Regen, wie du gesagt hast, vorsichtiges Fahren, ne, die Drehzahl ein bisschen runterfahren vom E-Gas her, locker, und dann gehst du in den Autobahnmodus, du hast direkt den Unterschied gemerkt und dann eben schon in den Sportmodi rein und dann hast du voll Power gehabt und da merkst du komplett, dass es wirklich eine Sportster S ist und ja, also macht den Namen alle Ehre, definitiv. Auch noch zu erwähnen, Auspuff finde ich sehr, sehr schön. Ja, also geht hier schön hoch mit dem kurzen Heck. Und die hat halt auch wirklich, ist mir beim Fahren aufgefallen, habe ich gar nicht so mit gerechnet, dass sie halt einen sehr dumpfen Klang hat. Ein bisschen dröhnen auch. Also das war wirklich sehr, sehr angenehm, positiv überrascht. Ja. Hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Genau. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Hat sich echt gelohnt und ja. Auf jeden Fall, wenn die Maschinen da sind für Probefahrten, ich denke, dass es so Ende September wird, ob bei Thunderbike oder bei Harley-Davidson Düsseldorf, uns anrufen, telefonieren, E-Mails, Anfragen und kann ich nur empfehlen, ihr werdet begeistert sein von diesem Motorrad. Ich glaube, Julian sagt das Gleiche. Definitiv. Also super Modell auf jeden Fall. Nur zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.